Meatloaf. Achievement. The door's open. Where might I find Dr. Armitage? Ah, you must be Lone Carter. Doctor! Mr. Carter is here! Shh! This is a library, for God's sake. Please excuse my colleague. Greetings, Mr. Carter. I have been expecting you. I hope that you had a pleasant journey here. Let's just skip the small talk, Doctor. Very well. Wilmarth told me that you have not been discouraged by cases that seem to have no rational explanations. Have you ever heard of Innsmouth? Never. It's a small harbor town, a brief travel from here. It is known to few. My brother John, a professor of theology, was in contact with the local pastor there. After much correspondence with said pastor, he decided to go investigate the church there. That was 3 weeks ago. I have not heard from him since. I don't get it. This is a job for a rookie. Why didn't you just go to the police? Lone, our contacts have witnessed happenings beyond the realm of explanation. Sources in Innsmouth have reported things way beyond conventional comprehension. I see. Why didn't you just tell your brother not to go there then? He left only a brief note telling me of his mission, and by then it was too late. Dear brother, I'm off on a short jaunt over to Innsmouth. A friend may be in peril and in need of my help. If you do not hear back from me within the space of 2 weeks, please send help. Okay, a letter full of ramblings to his little brother. You have anything solid? Where was he staying? He mainly lodged here at the university. Let me show you to his room. I'll be leaving you to get on with your work. I have something else demanding my attention. I'll get straight to work. Okay, das ist sehr interessant. Bevor ich das übersetze, ist erstmal für uns wichtig, dass wir eine Bibliothek gehört haben, ja, da fragt nicht oft jemand nach und dann sagt der Bibliothekar, perfekt, jetzt habe ich den Namen wieder, dass ihn das erinnert an eine Sache von vor 10 Jahren, ich glaube 10 Jahre hat er gesagt, und dann springen wir hierher. Und das war das, was wir vor uns schon gesehen hatten, dieser Lone Carter. Was bedeutet, dass das vor 10 Jahren passiert ist, dass wir also mit einem Zeitsprung hier ab und zu spielen. Die hätten es ja die ganze Zeit parallel ablaufen lassen können und erst am Ende zeigen, dass es eigentlich ein Zeitsprung existiert. Das gibt es ja auch in manchen Serien. Okay, der Lone Carter ist in der Universität angekommen und da war genau der Bibliothekar, der nun eben in Newburyport arbeitet, hat damals dort ebenfalls gesessen und hat ihn weitergeleitet zum Herrn Armitage. Übrigens im Hintergrund war Lovecraft ein Gemälde zu sehen, was ich bei meinem Adventskalender nicht erkannt habe, ich Trottel. Jetzt war es aber deutlicher. Und ihm wird jetzt von dem Fall berichtet. Warum Lone Carter gewählt wurde, war, dass er nicht fragt und auch für besondere Fälle geeignet ist. Denn es geht um das Verschwinden seines Bruders. Ein Professor der Theologie, der wollte einen Pastor besuchen in Innsmouth. Also ich nehme immer Innsmouth. Manche sagen Innsmouth, wie wir gerade gehört haben. Keine Ahnung, ich werde bei Innsmouth bleiben, glaube ich. Weil ich das mehrfach so gehört habe. Falls der falsche Aussprache ist, es tut mir leid. Genau, und der Professor Armitage, der Dr. Armitage hat nichts mehr von seinem Bruder gehört, was etwas seltsam gestimmt hat. Und da meinte auch der Lone Carter, na dann ist das doch perfekt ein Fall für die Polizei, die örtlichen Behörden und sowas. Und da meinte nur dieser Armitage, naja, das ist etwas schwierig, weil hier geht es um Sachen, die nicht mehr erklärbar sind. Und das ist halt überhaupt eine schwierige Angelegenheit. Und zeigt einen Brief von seinem Bruder, wo halt drin steht, dass er auf dem Weg ist dorthin, um einem Freund zu helfen. Und wenn nach 2 Wochen er kein Lebenszeichen mehr von sich gibt, soll jemand eingeschaltet werden. Und nun heißt es, dass wir erstmal das Zimmer von besagtem Theologieprofessor untersuchen sollen. Und da sind wir als Lone Carter, natürlich in Schwarz-Weiß. Ich speichere mal in BW, nämlich Black-White. So, was haben wir denn? Eine Kerze. Candle, most likely used for reading in bed. There's something sticking out from under it. A letter. Es tut mir leid, er ist extrem leise gegenüber dem Sound. Ich würde mal kurz, ich glaube, aber Music und das ist aber nichts mit
Ah, ist schade. Na gut, werden wir schon feststellen. Judging from the dates, I don't have the complete set of letters yet. Better Ah. keep looking. Okay, wir haben also einen Brief darunter der Kerze gefunden und das scheint nicht komplettiert, also ist noch nicht komplett. Da müssen wir mehr finden, um da irgendwas rauslesen zu können. Alles klar, wir haben hier das That looks Laken. like it was made up in a hurry. Wurde nur schnell gemacht, das Laken. Können wir das I aufnehmen? don't need it. Können wir das öffnen? It won't open. Können wir das Better not. pullen vielleicht? Ja. Einfach mal ziehen. Spätestens also hier merkt man, man braucht diese ganzen Sachen. Dann schauen wir uns mal das Kissen an. Pillow is as Spartan as the rest of the bed. Also sehr spartanisch eingerichtet, also sehr einfach und so ist das Kissen auch wie das ganze Bett. Können wir ebenfalls an dem Kissen mal ziehen. Und dahinter finden wir einen There's weiteren another Brief. letter. Zweiter. Wardrobe. Okay, da müssen wir bestimmt ein Open machen. Okay, hier lernen wir also, das ist wie das Tutorial, wir lernen die ganzen Begrifflichkeiten. Können wir jetzt Looks dran like he gucken? left a lot of stuff behind in his hurry to leave. Er hat Haufen Zeug zurückgelassen, weil er schnell weg wollte. Können wir aber irgendwas Spezielles erkennen? Zur Seite? Können wir was aufnehmen vielleicht davon? I don't need it. Okay, dann weiß ich noch nicht genau, was hier ist. Es ist ja sehr pixelig alles. Okay, hier gehen wir zum Drawer. Oh Gott, das ist ja wirklich winzig. Closed drawer. Okay, dann werden wir den mal öffnen, denke ich mal. Nothing worthwhile. Nichts Wichtiges drin, dann gucken wir den mal an. A closed drawer. Dann öffnen den bitte auch mal. Nothing worthwhile. Dann haben wir hier... A nice big desk. There don't seem to be any writing materials on it. Okay, ein Schreibtisch, ohne dass sowas drauf ist, wirklich. Eine Bibel. It's a Bible. It looks like a rather old edition. There's something sticking out from under it. Another letter. Okay, eine Bibel, sehr alt und da war was drunter gewesen. Können wir jetzt diese Bibel vielleicht einfach I mitnehmen? don't need it. Und das Kreuz ist egal, der Stuhl. Pulled up right in front of the Bible. Maybe he felt the need to read some scripture before leaving. Okay, also der Stuhl ist direkt vor der Bibel aufgestellt. Wahrscheinlich hat er davor nochmal daran gearbeitet. Können wir jetzt uns den Brief Judging angucken? from the dates, I don't have the complete set of letters yet. Better keep looking. Okay, wir müssen also noch was gucken. Können wir an dem Stuhl ziehen mal? It's pulled up right in front of the Bible. Maybe he felt the need to read some script. Better not. Better not. Können wir vielleicht die wieder rein... Vielleicht kommt da was raus? Nee. Aber was ist denn da auf dem Tisch? A nice big desk. There don't seem to be any writing material. I don't need it. Okay, dann müssen wir wirklich nochmal zum Schrank gehen. Looks like he left a lot of stuff behind. Der Innenseite manchmal auch. Da oben beim Bett ist nichts. Wir haben die Kerze. Ach, hier, guck mal. Hier ist noch was. Ah, guck mal hier. A simple table with 2 drawers. Gut, da muss man sowieso erstmal ein bisschen open. A simple table. Open habe ich gesagt. It won't open. Wie, die gehen nicht auf. I found another letter. This must be the latest. It's dated 3 weeks ago. Ah. Just around when the professor hastily departed. Vor 3 Wochen ist, wo der Professor abgehauen ist ungefähr. Das Wissen heißt also, diese 2 Wochen, die in dem anderen Brief an Armitage standen, sind also schon eine Woche abgelaufen. Wir haben wieder ein Achievement gekriegt. Man kriegt ja relativ viele nebenbei. Was war das gewesen? Wir haben alle Briefe gefunden. Okay, dann gucken wir uns das Just an. sneak a peek at his private letters. 1st September, 1919. Dear friend, how are you? I have just arrived in Innsmouth. I was quite unpleasantly surprised to find that the church here is not of the Christian faith, but rather dedicated to a cult named the Esoteric Order of Dagon. Have you ever heard of this order? Yours affectionately, Elliot. Okay, 1. September 1919. Lieber Freund, wie geht es dir? Ich bin gerade in Innsmouth angekommen und ich war etwas unschön überrascht, herauszufinden, dass die Kirche hier nicht christlich ist, sondern einem Kult angehört. Und zwar, der Name ist der esoterische Order, also Auftrag von Dagon. Hast du davon schon mal gehört? So, dein Elliot. Gehen wir weiter. 23rd October, 1919.
Dear friend, I came here to Innsmouth of my own free will, but already I am beginning to regret it. During this pilgrimage, I have met only one good Christian in this place. He asked me to restore his faith in the godliness of his town. But he never showed up for that mass, and I've not seen him since. Most people here seem suspicious of my teachings, and our one true Lord seems to have only a smattering of followers. We will try to meet for Holy Mass in secret. Your friend, Elliot. Oh, okay. 23. Oktober 1919. Lieber Freund, ich bin hier nach Innsmouth gekommen, aufgrund meines eigenen Willens, meines freien Willens besser. Aber ich bereue es langsam schon. Während dieser Pilgerreise habe ich bisher nur einen guten Christen getroffen an diesem Ort. Und der hat mich gefragt, seinen Glauben zu erneuern in die Heiligkeit dieser Stadt. Aber er ist niemals zur Messe erschienen und ich habe ihn seitdem auch nichts gesehen. Die meisten Leute sind hier sowieso argwöhnisch aufgrund meiner Lehren, die ich über unseren Warenwort hier gebe. Und es gibt hier nur wenige von unseren Anhängern. Ja, wir versuchen eine heilige Messe im Geheimen abzuhalten. Dein Freund Elliot. 26 December 1919. Dear friend, I have discovered my true purpose here. To guide the sheep onto the path of righteousness. The horrors of the war have made the people here lose faith in God and have led them to seek comfort in the false faith of this cult. Although, I have discovered that this conversion took some time. They had few followers at first. I suspect that influential local figures managed to slowly lure folk in. Okay. 26. Dezember 1919. Lieber Freund, ich habe herausgefunden, was meine wahre Mission hier ist. Und zwar diese Schafe auf den richtigen Pfad zu führen. Die Schrecken des Krieges haben die Leute hier ihren Glauben verlieren, den Glauben an Gott verlieren lassen und sie dazu geführt, in den falschen Glauben dieses Kultes zu rutschen. Ebenfalls habe ich herausgefunden, dass diese Änderung etwas Zeit gebraucht hat. Sie hatten zuerst wenige Anhänger. Ich vermute mal, dass es ein paar einflussreiche Lokalfiguren waren, die es geschafft haben, sie langsam zu bekehren. This is probably why the remaining Christian people here wish to receive their Mass in secret, to avoid the feeling of alienation that I, myself, am suffering from. But I feel they are not in any real danger. I've never seen any violence here. Yours, Elliot. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die übrig gebliebenen Christen diese Messe im Geheimen halten wollen. Sie wollen verhindern, dass es sich seltsam anfühlt. So wie ich es eben, so ähnlich wie ich es fühle. Aber ich denke, dass sie in keiner Gefahr sind. Ich habe, seitdem ich hier bin, keine Form von Gewalt gesehen. Dein Elliot. 13th February, 1920. My dearest friend, the war had nothing to do with anything. They are right. God has abandoned these lands. 2 of my flock have disappeared without a trace, as the first case of that which I was warned of. I had thought that they came with impotent threats, only to run away with their tails between their legs. But now we must go and confront these people face to face. I think that this may be a dangerous move, but I feel that we have God on our side. Okay, ab 13. Februar, also schon 2 Monate wieder später, oder anderthalb in dem Fall, 1920, ist es etwas härter, der Brief. Denn, mein liebster Freund, der Krieg hat nichts damit zu tun, was hier passiert. Sie haben recht, Gott hat dieses Land verlassen. 2 meiner Schafe, Flock oder Herde, Teile meiner Herde, sind einfach verschwunden, ohne eine Spur. Die mich hätte warnen können. Ich hatte gedacht, dass sie mit wichtigen Dingen zu mir kommen, aber dann habe ich gesehen, wie sie einfach mit dem Schwanz zwischen den Beinen weggelaufen sind. Also er vermutet, dass sie einfach geflohen sind, diese beiden. Nun müssen wir endlich die Leute konfrontieren, und zwar von Gesicht zu Gesicht.
Ich denke, dass das wahrscheinlich ein gefährliches Manöver ist, aber mein Gefühl sagt mir, dass Gott auf unserer Seite ist dabei. Naja. Something smells fishy about all this. Better report back to Armitage. Okay, irgendwas riecht hier seltsam. Also smells like fish, also stinkt gewaltig. So, und siehe da, damit sind wir wieder als der junge Herr hier. Wir haben Bücherregale. Können wir alles angucken? Wax on, wax off? Martial self-defense arts for the young. Wie Wachs drauf, Wachs ab? Irgendwelche Selbstverteidigungssachen? Fur, claws, and whiskers. Schools for cat stylists. The game of golf, somewhere between sport and sewing. Barbecue recipes, ribbed for her pleasure. Ew. Sega for nerds. Self-consolation in private. Wax on, Okay, da holt sich... Ich würde mal ganz schnell alles durchgehen. Ich würde jetzt nicht jeden Titel übersetzen. dotting all the I's. The art of sewing voodoo dolls. Na! Die Augen zu nähen. Spezielle Kunst des Voodoo. Wunderbar, wunderbar. Nee, ich will Esoterik weitergehen. So my son is the devil. How to recognize the omens. Mein Sohn ist der Teufel. Wie kann ich das feststellen? How I burned the cats. Witchcraft in New England. Failed summonings. Tsathaga and the voiceless pipers. Psychic readings for dummies. Tarot, poker, and bridge. Dotting all the I's. Okay, So my son is the devil. jetzt haben wir Esoterik, da ist You're Zoologie. so boned. How to train your dog. The Anatomy of Amphibians by Professor Toad. Die Anatomie von Amphibien von Professor Kröte. Supersize Me. The T-Rex and the Mediterranean Diet. A Bug Driving a Scooter by Guido La Vespa. On Hunting Zebras. Reading between the lines. Wie man Zebras jagt, zwischen den Zeilen lesen. You're so boned. How to train your... Also between the lines heißt ja zwischen den Zeilen lesen und das heißt ja auch bei Zebras Lines, also von daher. Versteht schon. Sehr gut. Was haben wir denn hier noch? Fiction. Planet of the Three-Headed Apes. Planet der dreiköpfigen Affen. Planet der Affen und Monkey Island zusammen. Diary of an Electrician. Wired Tales. Tagebuch eines Elektrikers. Wired Tales, also verlinkte oder bedrahtete Taten. XXX. Letters from an Illiterate. 10 Unsolved Cases by Inspector Flop. Triorchidism. Playing pinball with the extra ball. Planet of the Three... Okay, das haben wir auch. Fiction, haben wir Get a Cooking. Brain. Culinary traditions in and around Salem. Wine tasting for those who know their ass from a glass. Cyanide soup. Making the world a better place. Cyanidsuppe, okay. Prison administration and baking. Files and cakes. Asian and Western kitchen tools. Walk the fork? Get a brain. Okay, das Cooking. Dann haben wir hier noch Medizin. Sorry, ich gehe mal die Titel durch. Wie gesagt, ich lese nicht alles vor, aber es sind echt ein paar lustige dabei. And yet it moves. Treatise on erectile functions in the elderly. Suppose I try. Advances in rectal medication. Talking Heads by Herbert West. Cover Me with Cream. Promiscuous acts for the lactose intolerant masochist. Medical Okay. cadavers and vagrants. Demand and supply. And yet it moves. Okay. Also Masochisten, die eine Laktoseintoleranz haben. Covers me with cream, also auf gut Deutsch, seif mich ein mit Sahne. Menschheit. The Missing Ring. Studies of paleoanthropological marriages lacking commitment. Rare Stamps. Cannibals of Italy. Burial rituals of cannibals. Everyone digs in at Grandpa's funeral. Anthropodiatry. The sole proof of Bigfoot. Eat My Shroud. Famous vampires of Germany. The Missing Ring. Und Geografie. Lapland. Lap music and dances. You Can't Go Home Again. Touring the cannibal tribes of Papua New Guinea. Birdwatching. Hot chicks of Massachusetts. Check your republic at the door. Heading south for a cigar. The Legend of the Bermuda Triangle. Lapland. Okay, das haben sie echt cool gemacht. Sind schöne Sachen dabei. Was gibt's hier noch? Psychologie? Wet pillow. Drooling and other sleep disorders. Talking to the mirror. Driving cab for only a few dineros. Break Your Memory. A study on amnesia. La cage follicule. Stopping the root of tricholotosis. Slapstick psychology. Freud slips on a phallic symbol peel.
Wet pillow. Drooling. Ich habe ein Achievement gekriegt. Freudian Slip. Was gibt's noch? Da gibt's Seins. Retaining noble gases. How to not fart in elite society. The Texas Babbage Machine Massacre. Make a difference. Subtraction explained easily for the super rich. Make a difference. Oh, so schön. Also machen den Unterschied, das heißt ja auch Difference, subtrahieren. Und das ist dann halt dieser Subtext, das heißt, wie man subtrahiert für die Reichen. Make a difference. Here, there, and everywhere, so beware. Quantum Physics 101. Velvet and bismuth. Between the sexy sheets of chemistry. Retaining noble gases. How to not fart in elite society. Moment, wir haben ein Achievement gekriegt, und zwar Spinal Tap. Read the spine of every book in the library. Glaube ich nicht, es fehlt noch was. Ach, hier, doch. Good Bookshelf. Was haben wir hier? Employee? Hello? Please, I'm busy. Be brief. Right then. Okay, wir müssen leise sein, er ist beschäftigt. Ich muss an eins der Bücher, an diesem I Regal. need to look at the books on that shelf. I'll just bet you do. Ich wette, das musst du. What are you doing? Was machst du? I'm looking for a book, but I can't find it. Der sucht nach einem Buch, aber findet es nicht. Na, was für ein Buch suchst du denn? What book are you looking for? Ancient Artifacts of Essex. Don't tell the boss I lost library property. He'll cut my pay. Ah, er hat es also verloren, das Buch. Gerade das, was wir auch suchen. That guy's totally blocking it. I will come. Also genau das einzige Buch, was wir suchen, hat er verloren. Die Frage ist er damit angestellt bei dem einen Typen oder ist er wirklich einfach nur doof? Wir gucken A mal catalog of all the catalogs make me I'd much rather just browse the shelf. Okay. Wer ist dieser Marsh-Typ, über den Sie gesprochen Who is haben? this Marsh character you were talking about? He is a ruthless man dwelling in that godforsaken place. Innsmouth? Aye, the mere mention of that name rings of blasphemy. Okay, also einfach blasphemischer Typ. Er will nicht davon reden, Innsmouth und so weiter. Ich würde gern Ancient Artifacts of Essex, also altertümliche Artefakte von Essex ausleihen. I would like to borrow ancient Er braucht keine artifacts Karte, of oder? Essex. I can't find it. Son of a... Ask Melvin. He didn't seem able to help me. Melvin! Where's the book this guy is looking for? It must be here. Somewhere. I can't find it. He's not the sharpest knife in the drawer. Let me check the logbook. Here it is. Melvin! Have you noticed that the book is out on loan? Oh oh. Haben wir uns einen Feind gemacht? It can't be. Let me see that. It's always the same old story. You're always distracted. You have no commitment. You're rude. You treat the customers like garbage. You never do what I tell you. Never Okay. on your game. Also, Buch verlegt. Melvin fand es nicht gut, dass wir ihn verraten haben. You are Und ugly. das ist scheinbar gar nicht, taucht mir auf der Liste auf. Also, wir gucken das Let's take a früher. look. There's not much about Innsmouth. That book on the third row from the bottom may be the same one that Train Geek was talking about. Das You can't dritte catalogue. vom... A dog would do a better job. You're always distracted. Ja, You empty have cat. There's an no empty space commitment. between awesome friendships in Essex, how to drink in Massachusetts during Prohibition, and architecture of Essex. Während der Prohibition, wie kann man da Alkohol trinken? Sehr schöne Idee. On the spine it says transport in Essex. You never do what I tell you. Never on your game. Uncultured scum. Your feet stink. I don't want to interrupt. You are ugly. I don't want to interrupt. Das ist zu lustig, You aber are It seems that the useless. book was borrowed by a certain Andrew Hoplow. Get your nose out of there. That's none of your concern. Be that as it may, I could not help but notice Melvin's signature at the bottom. Son of a... Is this any way to treat a client? And he's right. There's your signature underneath. I'm sorry, boss. I don't know what to say. There's nothing to say. Melvin,
because of your incompetence and your rudeness. You're fired. Get out! But boss, Out! But I just want to... Out! Oh oh. Ja. Wir haben halt drauf geguckt auf den Katalog und haben gesehen, wer das ausgeliehen hat. Da sagte er, ey, nehmen Sie Ihre Nase raus, geht Sie nichts an. Und wir so, naja, aber da steht da Melvins Unterschrift drunter. Was, Melvin? Er hat recht. Wie kannst du nur? Und dann, ja, wegen deiner Inkompetenz und wie du mit Leuten umgehst, bist du gefeuert. Stressiger Tag? Stressful day? Yes, first the Marsh's stooge, then Melvin. I can't wait for this day to finally be over. Stressful. Yeah, first. Never. Okay, also erst der Handlanger von Marsh, dann mit Melvin das. Er kann nicht warten, bis es endlich vorbei ist. Wollen wir vielleicht mal versuchen, das Buch mitzunehmen? Pick up. Ja. Damit haben wir das. Wir speichern mal. Transport. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Das wollte der Typ ja haben am Bahnhof. Vielleicht kann der uns noch was sagen dann. Where do you think you're going with that library property? Put it back where it belongs immediately. Okay, können wir das angucken? It won't open. It's a railway history of Essex. Let's see now. Here it is. It seems that some years ago they started to build a railway to Innsmouth, but they were interrupted by strange circumstances, though it was a bustling commercial port. Ah, okay. Also sie wollten das bauen, wurden aber... Maybe that book about commerce in the row below can add some insight. Wurden aber wegen komischen Umständen halt aufgehalten. Und ja, da ging es halt leider nicht weiter. So, wir können jetzt das nehmen. On the spine it says... Let's see now. Here it is, Commercial Port of Innsmouth. There are pages and pages about the strange and sudden abundance of fish. It must have been an important and thriving port at that time. I wonder what happened to it so as to not even be marked on a map these days. Hey, wait a second. It mentions here a gold refinery and the commerce of ancient jewels, as detailed in Ancient Artifacts of Essex. Damn it! Always the way. Okay, also hier kam raus, dass es eigentlich einen florierenden Fischhandel dort gab und dass es eine sehr wichtige Einnahmequelle ist, was es umso seltsamer macht, dass Innsmouth nicht mehr auf der Karte halt auftaucht. Und dann kam raus, es gab noch eine zweite und das waren dann Artefakte und Edelsteine. Und da kann man mehr lesen in den Artefakten von Innsmouth. Also leider in dem Buch, was fehlt. Aber wir wissen zumindest ein bisschen mehr. So, wir können jetzt gehen. Haben die beiden Bücher gefunden, ein bisschen mehr Einblick gewonnen. Ich glaube, Marvin wird uns nochmal killen. So. Wir können noch zur historischen Gesellschaft gehen. Da sehen wir erstmal ein Auto. Gute Road heißt zurück. Da ist die Society, hier haben wir Poster. Broom rum! The drive home from the bar has never been safer. Und von der Bar nach Hause gefahren zu werden, war noch nie sicherer als hier. Cipresso. You'd never guess it was 0%. It's Was one of ist those Sicht? electrically lighted signs that are all the rage at the moment. Diese elektrischen Schilder, die überall inzwischen in Mode kommen. Okay, was haben wir denn hier? Wir können in die Bar gehen. Wir haben hier eine Nonne, einen Mann und eine Frau. You seen Hello. any hot Hi. chicks around? Psst. Save me from this guy, please. I'm sorry, I'm not sure I need to be a part of this. Coward. Bitte hilf mir bei diesen komischen Typen. Ich glaube nicht, dass ich hier dazugehöre. Ja, Coward, also Feigling. Hello. Hello to Sagt sie. you. If you could excuse me, I'm kinda in the middle of something. Okay, wir müssen ihn mal ablenken. Da ist Wein. Get your hand off of that. Did you forget the seventh commandment? Thou shalt not steal. Also, Commandment ist Gebot.
Hast du das 7. Gebot vergessen? Du sollst nicht stehlen. Okay, wir reden mal miteinander. Also wir gucken uns erstmal die Nonne an vielleicht. A nun? What's she doing at a bar? Genau, was macht ihr auch in einer Bar erstmal? Hello. Greetings, my son. Waren Sie jemals schon in Innsmouth Have gewesen? you ever been to Innsmouth? Shh, that place is cursed. So I've been told. Best not to speak of it. Okay, sie möchte nicht drüber reden, weil dieser Ort verflucht ist. Sie möchte nicht weiter darüber sprechen und ja, haben wir schon ein paar Mal gehört. Wir probieren es mal. Über Innsmouth About übrigens. Innsmouth. Shh, they have ears everywhere. Überall sind Ohren. About Innsmouth. Shh, they have ears everywhere. Können wir nochmal fragen? About Innsmouth. Shh, they have ears everywhere. Okay. Ist es nicht ein bisschen früh, um zu trinken? Isn't it a little early to be drinking? I'm only on my second drink. This is non-alcoholic wine for your information. Es ist der 2. Drink nur und es ist nicht alkoholisch? Naja. Wegen dem Alkohol. Have you ever tried to just quit? I don't remember. I'm drinking to forget. Ich wollte es nur... Okay. Sie wollte es gern probieren, aber sie hat es immer vergessen. Also sie ist Alkoholikerin. Okay, wir müssen also Alkohol See ya. finden. Können wir die Dame nochmal anschauen? Intimidating. Hm. He gesticulates at the speed of light. Okay, er gestikuliert mit der Geschwindigkeit des Lichts. Also wir wissen Stan zum Beispiel. Aus Monkey. Okay, wir können nur... Was ist das? Okay, ist nur ein Ausschnitt. War genug Geld da. A table needing clearing. Können wir was mitnehmen davon? That would be a bit of an extravagant takeout. Ein teurer Takeout, ja, den wir ganz Tisch mitnehmen. So, wir können mit dem Bartender noch mal reden. Hello, how can I help you? Haben Sie irgendeinen Brumm? Do you have any brum rum? Such a shame. A bunch of automobile drivers already drank it all and then burned rubber out of here. Okay, sind dann Do abgehauen. you have any? A bunch of... Haben Sie Zypress? I So. want the best Cipresso vintage. The last bottle was already bought by the nun outside. Die ja 0% hat und 0 Promille. Wissen Sie irgendwas über Do you know Innsmouth? anything about Innsmouth? No. One of the customers outside mentioned something about it though. Ah, jemand von draußen. Können wir nicht einfach eine Flasche mitnehmen? I can't read the labels from here. I can't reach that. Okay, wir können gerade ein wenig anderes machen. Hello. Hello? Never mind. You seen any hot chicks around? Können wir mit der Nonne reden? Einer draußen hat er gesprochen davon. Isn't it a? Give it just a little. Isn't it a? Give it just. Shh, that. So I've been told. Best not to speak. About. Shh, they have ears. See ya. Hello. Hello to you. If you could excuse me, I'm. Hello. Hi. Psst. Save I'm sorry. coward. Okay, ich glaube, wir können erstmal nichts machen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie die auseinanderbringen. Ich denke mal, einer von den beiden hat mehr über Innsmouth Ahnung als die Nonne. So, historische Gesellschaft. I'm sorry. We're closing. Can you? Get out. Oh, wir machen so. I just want to. Out. Get out. Get out of here. Achievement. Out. That woman is crazy. I don't want to go in there again just yet. Okay, er will nicht nochmal reingehen. Warte mal, wenn wir unser Portemonnaie I only have. nutzen, mit dem That Barkeep, wouldn't help. wenn wir das nutzen mit der I Flasche. can't reach that far. Okay. You seen any hot chicks Oh, guck around? mal, da ist ein Typ. Was macht denn der dort? Gibt's hier echt Passanten? Okay. An Alkohol ist nicht zu denken. Interesting. Gut, das ist der einzige Weg eigentlich, den wir gerade noch aktuell machen können. Zum Ende der Folge mal überlegen, ob wir zum YMCA kommen. Also von der Train Station State. Welche Strich war das? Von da aus sollten wir gehen. High State Street.
East Street. War das nicht gerade hier? So, irgendwas mit Forester, Water, Marriage, was? Merrimack, sorry. High Street. Market Street. High Street auf State Street. Vielleicht hier? Naja, irgendwo weiter. Okay, müssen wir uns nochmal vielleicht das anhören, was er sagte bei der Train Station. Aber ich denke mal, es ist ein guter Punkt, um die Folge enden zu lassen. Auf jeden Fall ein schönes Spiel. In der ersten Session jetzt 2 Folgen. Und wir werden das nächste Mal sehen, wie es hier weitergeht, um überhaupt erstmal zu übernachten und dann nach Innsmouth zu kommen. Weil wir haben ja hier eine Geschichte mit einem Zeitsprung. Sehr schön. Bis dahin, euer Elandirthor. Tschüss.